Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, endlich ist es mal soweit, unser versprochener Film. Wie planen wir unsere Reisen? Wie gehen wir vor? Wie ihr wisst, planen wir relativ wenig oder so gut wie gar nicht unsere Stellplätze oder suchen unsere Stellplätze aus, notfalls nur den ersten. Wie gehen wir vor im Laufe der Zeit? Was haben wir dazugelernt? Was haben wir zusätzlich für Möglichkeiten? Alles weitere in diesem Film hier nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, liebe Wohnmobilfreunde, die Stellplatzlisten, die wir euch hier zeigen, die wir hier erstellt haben und natürlich im Laufe der Zeit immer aktualisiert haben, stellen wir allen zur Verfügung. Wichtiges hierbei ist, ihr müsst Abonnent sein von unserem Kanal, einen Daumen nach oben müsst ihr hinterlassen, schreibt in den Videobeschreibungen Hashtag ich möchte die Stellplatzlisten haben, dann bekommt ihr innerhalb von 5 Werktagen von mir eine E-Mail mit den Links zu den Stellplatzlisten zugeschickt. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, die Reiseplanung ist sicherlich für jeden ein interessantes Thema. Für uns natürlich auch. Wo fahren wir hin? Wo finden wir unsere Stellplätze? Wie finden wir unsere Stellplätze? Viel fahren wir auch einfach mal drauf los, wo übernachten wir und so weiter. Im Vorfeld auf jeden Fall mal einen kleinen Tipp für viele, die unterwegs sind, natürlich auch mit Kindern: Stellplatzplanung. Wir haben uns angewöhnt im Laufe der Jahre, dass wir einen Stellplatz, der stark frequentiert ist, immer in der Regel vor 13 Uhr anfahren. Warum das? Ist ganz einfach. Ist auf Erfahrungswerte im Laufe der Zeit zwischen 8 und 10, 11 Uhr verlassen die meisten Wohnmobile den Stellplatz und somit ist die Möglichkeit, einen freien Stellplatz auf einen stark frequentierten Platz zu bekommen, relativ groß. Wenn ihr unterwegs seid und auf Reisen, fangt nicht an, nach 18, 19 Uhr Stellplätze anzufahren. Ihr könnt Glück haben und natürlich auch erfahrungsgemäß Pech, dass die meisten Stellplätze, Campingplätze in der Hochsaison natürlich schon vollkommen ausgebucht bzw. belegt sind. Somit haben wir uns das angewöhnt, dass wir nach 18, 19 Uhr gezielt keinen Stellplatz mehr anfahren, sondern wir suchen uns ganz einfach einen Stellplatz als Freisteher. Das ist die Erfahrung im Laufe der Zeit. Das heißt, gewohnte Stellplätze, die wir sowieso nicht im Vorfeld reserviert haben, fahren wir in den Zeitraum zwischen 9 und 13 Uhr in der Regel an. Ja, wie finden wir unsere Stellplätze? Wie suchen wir unsere Stellplätze aus? Wie planen wir das Ganze oder beziehungsweise wie planen wir nicht diese ganzen Reisegeschichten? Früher haben wir es ganz einfach so gemacht. Der altbekannte Bordatlas, seit über 20 Jahren auf dem Markt. Viele kennen den als Reisebegleiter. Es gab dann noch diese faltbaren Karten, wo die Stellplätze eingezeichnet waren oder nur die Plätze alphabetisch oder nach Postleitzahl geordnet waren. Die gab es auch noch, da habe ich aber keinen mehr hier. Das ist der Stellplatzatlas, den haben wir ganz viele Jahre hintereinander weg, auch immer bezogen bzw. bekommen. Das ultimative Handbuch für Stellplätze, für Reisemobilisten, wie man sieht, viele kennen das, haben wir noch im Wohnmobil drin. Das ist die Version 2019. Wir haben natürlich im Jahr 2019 und das Jahr davor diesen Atlas relativ selten genommen bzw. immer weniger in Benutzung gehabt auf Reisen. Ja, was haben wir jetzt in Benutzung? Liebe Wohnmobilfreunde, hat fast jeder von uns oder es hat jeder von uns die bekannten Wohnmobil-Stellplatz-Apps. Es gibt eine ganze Menge, ich möchte die im Einzelnen auch nicht vorstellen. Wir sehen es natürlich hier, wie es bei mir jetzt aufgelistet ist.
haben wir hier jede Menge Stellplatz-Apps uns runtergeladen. Als erstes das Pro-Mobil, ist sicherlich jedem bekannt. Dann haben wir Wohnmobil Stellplatz Pro, dann haben wir das Park4Night, Camper Kontakt, Camping 2016 ADAC. Habe ich damals geladen, habe ich seitdem aber nicht mehr jetzt in Verwendung. Es gibt noch so Seenplatten, mecklenburgische Seenplatte ist interessant. Dann gibt es das Ostsee-App. Wer jetzt an der Ostsee fährt, hat hier Möglichkeiten. Dann haben wir Camping Card, ACSI, Camping 3 in einem. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit Wohnmobilstellplätze, Caravan-Stellplätze und Gespannstellplätze. Das gleiche für Camping. Camping Max, Camperkontakt ist Möglichkeiten. Dann haben wir viel in Verwendung Landvergnügen und Camper Pro. Ja, was wir auch hier sehr viel nutzen, sehen wir hier unten links. Pocket Art ist eine hochdetaillierte Karte. Wenn wir jetzt bestimmte Freistehplätze für uns aussuchen, schaue ich da nochmal speziell nach. Kann ich hier ranfahren oder kann ich da nicht ranfahren? Ja, wie gehen wir vor, liebe Freunde? Wir haben hier die Möglichkeit, beziehungsweise wir verwenden immer grundsätzlich Google Apps. Wir haben jetzt hier uns oben, ich stelle jetzt mal hier das Ganze um auf Karte, dass man es besser sieht. Wir haben jetzt hier oben eingestellt unseren eigenen Account. Würde ich auch empfehlen, sich hier einen eigenen Account bei Google zuzulegen, damit man auch bestimmte Stellplätze speichern kann, wie wir es jetzt hier haben. Unter Orte hat man jetzt meine Orte, verschiedene Möglichkeiten, sich hier Listen zu erstellen, Listen anzulegen. Zum Beispiel ganz unten haben wir Stellplätze. Das sind jetzt Stellplätze, die jetzt für mich interessant sind für Planungen. Wir gehen mal rein. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Stellplatz, den wir auf jeden Fall mal anfahren wollen. Das habe ich mal gespeichert und dann haben wir natürlich hier Karten und Listen, wie wir es hier sehen. Ihr seht es jetzt, hier habe ich abgelegt Wohnmobilstellplätze Deutschland, Urlaub mit Wohnmobil. Das heißt, das ist eine Reiseplanung oder eine geplante Reise gewesen für dieses Jahr, was man natürlich noch umsetzen kann. Dann haben wir hier eine Bordatlas, die Stellplätze, EU-Wohnmobilstellplätze, kleine und feine Stellplätze, das sind so spezielle Stellplätze, was man auch bei Park4Night findet. Wohnmobilstellplätze in Schleswig-Holstein ist nochmal spezielles App. Wohnmobilstellplatz und private Stellplätze und Lieblingsstellplätze ganz unten. Da kommen zum Beispiel Stellplätze rein, die jetzt keine offiziellen Wohnmobilstellplätze sind für uns, sondern Stellplätze, wo wir freistehen. Das sind wunderschöne Plätze, die wir natürlich jetzt auch nicht so sehr in die Öffentlichkeit tragen, dass diese Stellplätze hier nicht so verheizt werden, weil das natürlich keine offiziellen Wohnmobil- oder Campingplätze sind. Fangen wir mal ganz oben an. Ich gehe mal rein. Wohnmobilstellplätze Deutschland, so schaut das Ganze aus. Wir haben jetzt hier alle Stellplätze hier hinterlegt. Ich werde auf jeden Fall mal die Links zum Runterladen, das heißt diese Stellplätze, diese könnt ihr euch runterladen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo habt. Vorausgesetzt ist, dass ihr ein eigenes Google-Konto habt und dann speichert ihr das ganz einfach unter eurem Google-Konto ab. Ich zeige euch das mal ganz einfach. Wie schaut das aus? Wie ist das hier hinterlegt? Hier haben wir nochmal die Aufteilung. Wir gehen ganz einfach mal rein. Das Gelbe sind Gespanne zugelassen und Wohnmobile. Das Rote sind reine Wohnmobile zugelassen. Dann haben wir die Grünen. Das sind jetzt hier so wie Golf, Reiterhof und so weiter. Dann haben wir, ich gehe nochmal hier rein, in diese
Und die Kartenlegende zeige ich euch mal. Also Campingplätze Deutschland, Wohnmobil Golf, Stellplätze bei Windsor haben wir jetzt hier mit einem Weinglas. Dann haben wir Stellplätze in Biergärten, so ein grüner Baum. Dann haben wir Wellness-Stellplätze. Das ist so mit so einem Schwimmer hinterlegt. Dann haben wir Stellplätze Deutschland und zum Beispiel jetzt hier die Pois von UNESCO Welterbe mit Aussichtspunkt und dem Ganzen, was es hier noch so gibt. Ja, das nehmen wir zum Teil. Also hier sind verschiedene Stellplätze eingespielt, die wir jetzt, was wir hier speziell nutzen. Ich tippe jetzt mal auf irgendeinen Stellplatz. Da haben wir natürlich hier, wie wir sehen, die Informationen mit dazu. Es gibt teilweise Fotos, die mit hinterlegt sind. Ich suche mal einen Stellplatz aus, wo wir jetzt ein Foto mit haben. Hier haben wir zum Beispiel einen Stellplatz, ein ganz bekannter Stellplatz, auch für uns, ein Stellplatz mit Fotos. Hier sind die Beschreibungen mit dazu für diesen Stellplatz und man kann natürlich noch mal reinzoomen und kann sich hier die hinterlegten Fotos von den einzelnen Stellplätzen anschauen. Dann gehen wir mal rein, einen Stellplatz für Gespanne. Dann schaut es so aus. Was haben wir hier zum Beispiel? Ein Feriencamp. Es sind Bilder hinterlegt, es ist die Telefonnummer hinterlegt, es sind Fotos hinterlegt. Ich kann mir die Fotos dann im Vorfeld nochmal anschauen. Das Internet ist nicht sehr toll. Wie wir wissen, sind sie ja alle zu Hause. Ja, so schaut es zum Beispiel aus. Hier in dieser Liste, wie wir es jetzt hier hinten haben, in dieser Kartenliste ist das alles gespeichert. Dann haben wir zum Beispiel hier Stellplatz Bordatlas. Gehen wir mal raus. So schaut es aus. Das sind jetzt die Stellplätze Bordatlas. Die werden aktualisiert ständig. Hier haben wir europaweit die weitestgehend oder weitest verbreitesten Stellplätze Europas, was jetzt hier im Bordatlas hinterlegt ist. Hier haben wir natürlich, auch wenn wir mal eins anklicken, zum Beispiel nur den Stellplatz so weit drin stehen, was es für Stellplatz ist, was es für Stellplatz ist, wo der Stellplatz liegt und so weiter. Was wir natürlich hier nicht haben, sind natürlich die Informationen wie Preis, Leistung, Abwasser, Frischwasser und so weiter. Das ist in dem Moment für uns uninteressant, weil wir viele Stellplätze nicht anfahren. Wir brauchen keine Dusche, die haben wir im Wohnmobil. Wir brauchen keine Toilette, das haben wir auch im Wohnmobil. Das haben wir alles einmal gekauft. Strom brauchen wir relativ selten, äußerst selten. Und wir brauchen höchstens einmal eine Ver- und Entsorgung. Aber diese Stellplätze, die hier größtenteils drin sind, sind vorwiegend mit Ver- und Entsorgung. Und wenn ich mal Ver- und Entsorgen muss, dann finde ich das natürlich auch so an Stellplätzen. Wobei hier in dieser, wie wir es hier sehen, zum Beispiel hinterlegt ist unter dem P ein Traktor. Das ist zum Beispiel ein Bauernhof, ein Winzerhof. Hier oben drüber haben wir Besteck, ein Messer, Gabel, Löffel. Das ist zum Beispiel eine Gaststätte. Und dann haben wir hier unten eine Zapfsäule, das dürfte zum Beispiel ein Stellplatz sein an einer Tankstelle oder Rastplatz oder so oder hinter einer Tankstelle. So, und das, was wir hier haben, zum Beispiel Wohnmobil, das ist dann ein richtiger Wohnmobilstellplatz. So ist das bei uns aufgelistet. Ja. Was haben wir noch? Wir haben jetzt Urlaubsplanung, das lassen wir jetzt mal außen vor. Jetzt haben wir noch EU-Stellplätze. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge. Ich werde das auf jeden Fall mal auflisten. Hier haben wir EU-Stellplätze. Ihr seht das gleiche Prinzip wie bei Stellplätze Deutschland, plus dass hier Stellplätze Deutschland komplett rausgelassen sind. Wir haben das mal ein bisschen getrennt. Macht auch viel mehr Sinn, weil man da viel
besser darauf zugreifen kann, wenn man jetzt hier ins europäische Ausland fährt, dass man ganz einfach die Stellplätze besser findet. Ja, das ganz einfach hierzu mal zu unseren Stellplätzen, wie wir sie verwenden, wenn wir jetzt gezielt Stellplätze anfahren. Jetzt aber die Frage, wie suchen wir unsere Stellplätze oder unsere Übernachtungsplätze, wenn wir jetzt frei stehen wollen? Ja, wie finden wir jetzt unsere Stellplätze, wenn wir jetzt Freistellplätze, freistehende Stellplätze suchen und finden wollen? Da gehen wir mal hier in die Karte rein. Speziell, wir wollen an einen See. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Beispiel Autobahn. Wir fahren jetzt zum Beispiel, sagen wir mal hier, die A72 Richtung Süden, Richtung Bayern und wollen jetzt hier ganz einfach an einem späten Nachmittag irgendwo übernachten. Da suche ich jetzt hier im Groben raus. Jetzt haben wir hier zwei große Seen. An der A72 einmal eine Talsperre Bürg und einmal die Talsperre Pöhl. Und da schaue ich jetzt ganz einfach nach, gibt es jetzt hier Stellplätze in unseren Apps. Ich lade ganz einfach mal die Stellplätze dazu. Da werden hier auf der linken Seite natürlich Campingplätze zu finden sein. Ich will aber keinen Campingplatz anfahren. Es werden Stellplätze sicherlich hier auch mit sein. Ich will aber hier auch keinen Stellplatz anfahren, weil die sicherlich gefüllt sind. Ich will ganz einfach hier an dem See frei stehen. Wie gehen wir vor? Ich suche mir ganz einfach, ich gehe jetzt hier rein und jetzt kommen hier schon Gastronomie, Stellplätze etc. Hier haben wir einen Wohnmobilstellplatz, Campingplatz und so weiter. Den wollen wir ja wie gesagt nicht anfahren. Da wechseln wir ganz einfach die Karte. Ich gehe jetzt hier in die Ansicht Google Earth und schaue mir ganz einfach mal das Satellitenbild von oben an. Wo kann man jetzt hier ranfahren? Hier haben wir jetzt im nördlichen Bereich einige Wohnsiedlungen, da kommen wir sicherlich nicht ran. Wir haben jetzt hier haben wir auch eine Wohnsiedlung an dieser Landzunge mit Gästehaus etc. Dann haben wir hier ein Hafen, Mühler SEG, das wird bestimmt ein Sportverein sein. Und jetzt haben wir hier hinten Talsperre FKK Strand. Da kann man auf jeden Fall mal ranschauen und dann zoomen wir so rein. Das heißt, ich sehe jetzt hier eine befestigte Straße und was für mich wichtig ist, es sind hier PKWs. PKWs heißt, ich kann mit dem Fahrzeug hier reinfahren, dann schaue ich mir das Ganze an und sehe hier, dass die Parkfläche bis weit hier hinten hingeht und ich sicherlich natürlich auch mit dem Wohnmobil dahin passen würde. Schätzungsweise circa 20-25 Meter bis zum Strand tippe ich jetzt mal. Ich könnte das noch mal genau ausmessen, aber ich habe hier genug Platz zum Stehen. Es ist definitiv nicht ausgelegt als Wohnmobilstellplatz, sondern als öffentlicher Parkplatz. Und jetzt zoomen wir hier noch mal rein und jetzt sehen wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Wohnmobile stehen am oberen Bereich und sicherlich kann man auch am unteren Bereich stehen, aber wenn man hier weiter hinter geht, wenn man sich hier hinten hinstellt, sieht man auch, dass man hier schon am Rand ordentlich stehen könnte. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Variante, eine sehr schnelle Variante. Hier weiß ich, hier kann ich reinfahren, hier kann ich stehen, kein offizieller Stellplatz. Nachmittag, Strand, kriege ich auf jeden Fall Platz. Wobei ich hier bedenken muss, es ist ein FKK-Strand. Wir sind natürlich FKK-Liebhaber. Für die, die es nicht in Frage kommt, ist natürlich das hier auch nicht geeignet. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war jetzt relativ einfach, einen Stellplatz zu finden, weil das relativ einfach ausgeschildert war. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal zurück in die Karte
Nach Corona-Zeiten wird es natürlich so sein, dass wenn wir wieder reisen dürfen, die Ostsee und die Nordsee relativ belegt sein wird. Und hier machen wir es ganz einfach ein wenig anders. Das heißt, ich lasse mir einblenden alle Stellplätze und Campingplätze in Deutschland, wie wir es jetzt hier sehen. Gehe jetzt in Richtung, wir lassen es erstmal laden, gehen jetzt in Richtung Nord- und Ostsee. So, und suche jetzt hier ganz einfach ab, was wir haben. Gibt es zum Beispiel einen Campingplatz oder einen Wohnmobilstellplatz, den ich in den darauffolgenden Tagen anfahren möchte, oder möchte ich ganz einfach dort verweilen, wo ich bin, möchte ich bestimmte Sehenswürdigkeiten anschauen und so weiter und so fort. Je nachdem suche ich mir dann hier die entsprechenden Stellplätze aus. Wie gehen wir dann vor? Das gleiche wie beim vorhergehenden. Das heißt, ich dimme mich rein, wo ich mich jetzt hier befinde. Ich befinde mich jetzt hier, sagen wir mal, zwischen Bad Doberan und Dorf Mecklenburg. Hier haben wir Wismar. Ich bin jetzt hier in dem oberen Bereich, in dem nördlichen Bereich und möchte ganz einfach mir einen Stellplatz suchen zum Freistehen. Wie gesagt, ich gehe hier rein, zoome wieder rein, schaue mir an, aha, was habe ich hier in der Nähe? Ich habe hier einige Stellplätze, ich habe hier einige Campingplätze. Ich möchte zum Beispiel in den darauffolgenden Tag die Stadt Wismar anschauen. Also schaue ich mir jetzt hier speziell an, wo könnte ich stehen. Und da haben wir zum Beispiel hier, sehen wir es, wenn wir reinzoomen, hier haben wir einen Campingplatz, kann man in der Nähe von dem Campingplatz stehen. Wenn wir jetzt hier reinzoomen, es gehen zwar Straßen überall ran, es sind aber selten Plätze zur Verfügung, die man hier anfahren kann. Somit zoome ich ein bisschen weiter und gehe jetzt mal über diese Region drüber raus und gehe jetzt entlang meiner Route und finde jetzt hier wieder einen Stellplatz. Den kann ich zum Beispiel mal anbeamen. Das ist jetzt ein Wohnmobilstellplatz. Keine Fotos, also wenig in Google zu finden oder wenig Beschreibung. Das heißt auch ein relativ kleiner Stellplatz. Hier kann man jetzt auch mal reinzoomen und schauen, aha, was ist das? Das schaut jetzt aus, ein Stellplatz direkt am Strand, wie man hier schön sehen kann. Das ist jetzt der Stellplatz am Salzhaff. Ist zwar relativ groß, gut gefüllt, hat natürlich auch unheimlich viel Platz. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sagt, hier fahre ich mit an, weil ich hier hinten raus natürlich auch, wie man hier sehen kann, gleich daneben einen Parkplatz habe. Hier stehen auch Wohnmobile zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Ausweich, wo kein Stellplatz ist, oder man stellt sich dann weiter hinten hin. So, das wäre eine Variante. Gehen wir mal ins Inland. Und im Inland machen wir es so, nehmen wir jetzt mal einen Binnensee, was jetzt für uns auch sehr beliebt ist und in Frage kommt, ist, gehen wir mal hier hinter, die Lausitz. Lausitzer Seenland. So, da haben wir hier zum Beispiel, hier habe ich schon einen gekennzeichnet. Das dürfte aber ein Wohnmobilstellplatz sein von uns. Ja, das ist zum Beispiel ein Wohnmobilstellplatz von uns gekennzeichnet, wo wir sehr oft hinfahren. Wenn ich mal drauf gehe, wie man hier sieht, an einem Strand. Parkplatz, auch ideal zum Stehen. Das ist schon mal einer gekennzeichnet, also er bringt auch die von uns gekennzeichneten Stellplätze mit.
Oder jetzt hier, nehmen wir mal den Scheibesee. Da gehen wir ganz einfach in die Google Earth Ansicht und hier sieht man ganz einfach, hier geht die Straße an dem See vorbei. Das heißt, hier könnte ich mit dem Wohnmobil schon lang fahren. Und wenn ich hier die ganze Sache mal aufzoome, sehe ich, dass hier eine Straße nebenher nochmal mit reinführt. Und natürlich hier auch Parkplätze, wie wir es hier sehen. Hier sehen wir es, Parkplätze sind. So, und schon habe ich jetzt hier für mich einen Parkplatz gefunden. Das ist jetzt Leipziger Seenland, wenn ich einen benachbarten Stellplatz anfahren möchte und bin jetzt spät abends oder in der Nacht unterwegs. Da sehe ich dann ganz genau, wo kann ich stehen, wo kann ich optimal stehen und wie stehe ich. Natürlich, Grundvoraussetzung ist immer dann trotzdem die örtlichen Begebenheiten nochmal zu beachten. Also wir standen auch schon vor Straßen, die wir befahren wollten, wo dann eine Schranke davor war. Oder wie wir es jetzt hier gesehen haben, dass es zum Beispiel ein Truppenübungsplatz ist und so weiter. Also sollte man ein bisschen drauf achten. Aber wenn hier PKWs stehen, ist es relativ gut, dass man hier auch stehen kann. Ja, liebe Freunde, wir bleiben ganz einfach mal bei dem Platz. Wie speichern wir dann solche Plätze in unserem Ranking? Das heißt, wie kann ich diese Plätze mit einfügen in meinen Stellplatz Kartei? Ich tippe mir diesen Platz ganz einfach an, gehe hier raus. Jetzt haben wir hier die Straße, das Ende der Straße und das tippe ich mir ganz einfach an. Dann habe ich hier eine gesetzte Markierung und hinterlege hier erst einmal ein Label. Das heißt, hier kann man raussuchen Schule, Arbeit und so weiter. Das mache ich aber hier nicht. Ich tue das für mich erstmal speichern unter markierte Orte bzw. unter Stellplätze. Und schreibe jetzt hier dazu Stellplatz frei stehend möglich. Freistehend möglich. So, und dazu kurz Womo oder je nachdem, wie es jeder dann haben möchte. So, denn ich habe ja diesen Platz noch nicht besichtigt, beziehungsweise bin diesen Platz noch nicht angefahren. Habe ich den Platz besichtigt und bin den Platz angefahren, dann markiere ich diesen Platz nochmal richtig in Koordinaten mit Fotos für mich und hinterlege den Platz dann in meiner Datei. Solche Plätze bleiben natürlich dann auch hier hinterlegt, wie wir es jetzt hier haben. Den Platz, den haben wir auch schon einige Jahre. Das ist jetzt schon ein Stellplatz, wo mehrere Wohnmobile sich mit dazu gesellt haben. Also das kann man dann speziell auch mit einfügen, bevor es dann hier, wie wir es jetzt hier sehen, ein roter Punkt raus wird und ein offizieller Stellplatz hier raus entsteht für die Allgemeinheit als allgemeiner zugelassener Wohnmobilstellplatz oder jetzt für uns persönlich zum Freistehen oder ganz einfach als Anfahrtsziel für eine kurze Übernachtung, wenn es uns da gefallen hat. So speichern wir natürlich auch die ganzen Punkte, wenn wir jetzt Stellplätze gefunden haben, in unserer Datei. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, somit hat bei uns schon vor einiger Zeit der gute alte Bordatlas ausgedient, obwohl wir sehr gerne mit diesem Werk oder mit diesem Ordner, ob Deutschland oder wie hier Europa, gerne gearbeitet haben, immer weniger Verwendung gefunden. Wir reisen ja sehr viel spontan, fahren sehr viel spontane Plätze an, lernen dadurch natürlich auch wundervolle Plätze kennen und wundervolle Gegenden an. Das heißt, wir schauen in Google ganz einfach mal ein bisschen weitläufiger und ein bisschen genauer hin. Das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit, aber somit beschäftigt man sich auch mit der Umgebung direkt. Ja, wenn ihr Interesse habt, wie gesagt,
Daumen nach oben, abonniert den Kanal, sendet uns eine Nachricht unter Videobeschreibung, Hashtag, ich möchte die Stellplatzliste haben, dann sende ich euch die Stellplatzliste zu. Wir gehen davon aus, dass ihr mal einen kleinen Einblick bekommen habt, wie wir unsere Reisen gestalten, wie wir unsere Übernachtungsplätze finden und wie wir natürlich zu wunderschönen Stellplätzen kommen. Jeder macht das natürlich anders. Das ist unsere Erfahrungsweise. Ganz einfach, unkompliziert, ohne Stress und somit findet man die schönsten Plätze und abonniert den Kanal und wir sehen uns bis dahin auf den schönsten Plätzen der Welt.